Herzlich willkommen zum Kapitel E-Smog bzw. der Schutz vor E-Smog. Wir haben jetzt angefangen über Entgiftung, mentales Setting und dann Mineralien und Vitamine. Also quasi, was braucht der Körper, damit er auf Höchstleistung fahren kann. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ja, hey Christian, jetzt weiß ich ja alles und jetzt kann ich Vollgas geben und mein Leben neu starten. Theoretisch ist das auch so, aber praktisch gibt es leider noch etwas, was einen starken Einfluss auf unseren Körper hat. Und zwar sind das elektromagnetische Strahlungen und maßgeblich hier technisch erzeugte elektromagnetische Strahlung. Warum setze ich das Wort technisch davor? Wichtig ist hier, dass man sich vor Augen hält, dass alles elektromagnetische Strahlen sind. Das hatten wir im Kapitel 2 schon mal. Also das heißt quasi, mein Gehirn erzeugt elektromagnetische Strahlen, der WLAN-Router erzeugt elektromagnetische Strahlen, das Handy erzeugt elektromagnetische Strahlen, der Funkturm, das Kernkraftwerk, ja, auch radioaktive Strahlung ist eine elektromagnetische Strahlung. Und das zeigt, dass es alles eins ist und der Unterschied liegt in der Frequenz und in der Amplitude. So, was bedeutet das jetzt für unseren Körper? Unser Körper ist gemacht, um elektromagnetische Signale zu empfangen. 2 Modis gibt es hier. Der spannendste und unbekannteste Modi ist über den Thalamus. Der Thalamus ist mitten in unserem Gehirn und taktet unser Gehirn, gibt quasi die Gehirnfrequenz vor. Und dieser Thalamus hat eine sogenannte Thalamuspause. Und in der Thalamuspause lässt er sich inspirieren von äußeren Umgebungsparametern. Was ist hier der Hintergrund? Der Hintergrund der Thalamuspause besteht darin, dass wir uns quasi von anderen Menschen inspirieren und quasi von ihren Gehirnwellen Informationen in unser eigenes Gehirn übertragen. Das ist ganz einfach gesagt der Grund der Thalamuspause. Also das heißt quasi, unser Gehirn lernt unbewusst in der Thalamuspause von anderen Gehirnen, die in unserer Umgebung sind. Ja? Also wenn wir hier ein Gehirn haben von jemand anderem, sendet das Gehirnwellen aus und in der Thalamuspause nehmen wir verstärkt diese Taktung auf und diese Gehirnwellen auf, auch über die Spiegelneuronen, die wir hier vorne sitzen haben im Gehirn. Und somit findet ein unbewusstes Lernen statt. Deswegen macht vielleicht auch der Slogan Sinn, du bist der Mensch, oder der Durchschnitt der Menschen, von denen du dich umgibst, oder von den 5, mit denen du dich umgibst, ist, glaube ich, das Originalzitat. Das ist ein wichtiger Fakt, den man sich einfach mal vorstellen muss. Also das Gehirn ist quasi aufgebaut, um Frequenzen, äußere zu empfangen. Und unsere Zellen sind es aber auch. Ja? Unsere Rezeptoren an den Zellen sind nicht nur da, um Ionen, also jetzt zum Beispiel Mineralstoffe aus dem Essen zu empfangen und zu verarbeiten, sondern die Rezeptoren sind auch Antennen. Und Antennen empfangen alles. Und somit empfangen die quasi die Signale aus unserem Gehirn, aber auch den ganzen Müll aus der Umgebung. Ja? Also unsere Rezeptoren empfangen auch jegliche WLAN-Strahlung, jegliche Funkstrahlung. Natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen, haben diese Strahlen dann einen Einfluss auf uns? Muss man zugeben, das ist noch nicht so genau erforscht, ob quasi jetzt auch ein Handy Strahlung unsere Zellen aktivieren kann oder nicht. Man weiß aber zum Beispiel, das war der Nobelpreis vom letzten Jahr in der Medizin, dass zum Beispiel Zellen Sauerstoffsensoren haben. Also das heißt quasi, dass diese elektromechanischen Schaltkreise in den Zellen da sind und somit kann man die Hypothese aufstellen, dass auch äußere Signale einen Einfluss auf die Schaltmechanismen haben können. Was aber definitiv bewiesen ist, dass dieser Lärm in unserem Körper ankommt. Also das heißt quasi, dieser Elektrolärm, der da ist, konkurriert immer mit unseren Gehirnfrequenzen. Und je höher dieser Elektrolärm ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass quasi die Gehirnkommunikation mit unseren Zellkommunikation und auch die Rückkopplung, also die Zellensignale, die zurückgehen ans Gehirn, beeinflusst werden. Beeinflusst heißt quasi, dass sie abgefälscht werden können, dass quasi, wenn man jetzt ein Gehirnsignal mit 1, 2, 3, 4 ansetzt, dass aus diesem Signal 1, 2, 3, 4 vielleicht ein 1, 2, 3, 5 wird und dann die Zelle nicht mehr weiß, was sie machen soll oder auch nicht.
Und der andere große Punkt ist die Energiedichte, die hinter dieser Strahlung steht. Was heißt Energiedichte? Jeder kennt wahrscheinlich auf dem Handy das Zeichen von 4G. Und jeder kennt wahrscheinlich das Wort 5G. Also das heißt, man geht von 4G auf 5G. Heißt, die Strahlungsintensität, das heißt quasi die Frequenz in dem Fall, nimmt zu. Sprich, wir haben zwar einen besseren Empfang für unser Handy, aber die Strahlung ist auch stärker, energetisch stärker. Und hier reden wir nicht von irgendeinem ESO-Quatsch, wenn wir energetisch sprechen, sondern wirklich von der Power hinter der Strahlung. Das heißt, diese Strahlung führt aktuell nachgewiesen zu einer Hauterwärmung. Jetzt kann einer sagen, hey Christian, das ist doch Quatsch, was du da erzählst. Ja, das ist ja voll gesundheitsschädlich. Und dafür habe ich jetzt wirklich mal Zitate mitgebracht. Ich möchte die mal vorlesen, um dem Ganzen mal Bedeutung zu geben. Also ein Zitat auf Wikipedia zu 5G lautet: Zweifelsfrei belegt ist die Erwärmung von Gewebe durch die elektromagnetische Strahlung durch 5G. Nach Auffassung des Bundesamtes für Strahlenschutz ist diese Erwärmung unbedenklich. Also muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist nachgewiesen, dass die 5G-Strahlung zum Beispiel die Haut erwärmt, aber das Bundesministerium für Strahlenschutz sagt, es ist unbedenklich. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Zitat des Bundesschutzes zu 5G. Die Absorption der hochfrequenten elektromagnetischen Felder findet im Millimeter- oder Zentimeter-Wellenbereich sehr nahe an der Körperoberfläche statt. Mögliche Auswirkungen betreffen also Haut und Augen. Direkte Wirkungen auf innere Organe sind nicht zu erwarten. Also, der Bundesschutz sagt quasi, dass Auswirkungen auf Haut und Augen zu erwarten sind und auf innere Organe nicht. Lasse ich jetzt mal so kurz so stehen. Und ein weiteres Zitat von Bundesschutz zu 5G ist: Unabhängig von 5G bestehen weitere wissenschaftliche Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Langzeitwirkung intensiver Handynutzung insgesamt. Also hier spricht man nicht nur von 5G, sondern auch von der Strahlung, die vom Handy ausgeht. Für eine abschließende Beurteilung ist diese Technologie allerdings noch zu jung. Da sich beispielsweise Krebserkrankungen über Zeiträume von 20 bis 30 Jahre entwickeln, auch bei Wirkung auf Kindern sind noch nicht alle Fragen abschließend beantwortet. Aufgrund von fehlenden Studien, auf fehlenden Langzeitstudien. Und jetzt kommt der Rat dazu. Verbraucher sollten daher bei der Auswahl eines Mobilfunkgerätes auf den SAR-Wert achten. Je geringer der Wert, desto strahlungsärmer ist das Gerät. Also ich übersetze das jetzt mal. Weil wir keine Langzeitstudien zur Handynutzung haben und man deswegen nichts über krebsverursachende Maßnahmen zu elektromagnetischer Strahlung, die die Haut erwärmt. Also Hauterwärmung könnten wir jetzt auch mal so an Sonnenbrand ähnliches Thema. Ja. Was ist denn Sonnenbrand am Ende des Tages? Ist quasi zu viel UV-Strahlung und die UV-Strahlung ist auch elektromagnetische Strahlung, ja, die auf die Haut eindringt und dann Krebs erzeugt. Also das wissen wir, dass intensive elektromagnetische Strahlung durch die Sonne Hautkrebs erzeugt. So. Aber intensive elektromagnetische Strahlung von einem Funkturm wissen wir noch nicht, weil die Technologie zu jung ist und deswegen wir keine Langzeitstudien haben. Und deswegen ist die Empfehlung, dass man quasi Handys kauft, die weniger Strahlung aussenden. Der Witz an der Sache ist, ja, Handys, die geringe Strahlung aussenden, sind gut, bin ich auch voll dabei. Aber das verändert nichts an der Strahlungsintensität von einem Funkturm. Also auch wenn dein Handy gar keine Strahlung mehr aussendet würde, was technisch nicht möglich ist, der Funkturm wird es trotzdem tun. Und der Wechsel von 4G auf 5G ist eine Intensivierung dieser Funkleistung. Und daraus resultiert die erhöhte Geschwindigkeit. Bleibt eigentlich nur die Frage,
aus meiner Sicht, was kann man dagegen tun? Als allererstes deinen Körper versorgen. Das heißt quasi, alle Kapitel, die wir bisher gemacht haben, dienen schon zum elektromagnetischen Strahlenschutz. Je versorgter dein Körper ist, desto besser kann er sich selbst heilen und selbst regenerieren. Das heißt, eventuelle Schäden, die durch elektromagnetische Strahlung erzeugt werden, werden durch deinen Körper, durch das Regenerationssystem ausgeglichen. Der zweite Punkt ist das Ausschalten. Alles, was ausgeschaltet ist, strahlt nicht. Und hier sind die einfachsten Tipps einfach Handy in Flugmodus und den WLAN-Router nachts ausschalten. Die modernen WLAN-Router kann man noch programmieren. Und keine Sorge, Handys im Flugmodus, der Wecker geht trotzdem. Der dritte Punkt ist das Thema Abschirmung. Hier muss man grundsätzlich zwischen Absorption und Reflexion unterscheiden. Absorption heißt quasi, Strahlung wird in Wärme umgewandelt. Reflexion heißt quasi, die Strahlung wird reflektiert. Hier gibt es die unterschiedlichsten Ideen, ja, dass man ganze Häuser abisoliert, dass man Unterwäsche trägt, die reflektiert. Und da gebe ich bitte nur zu bedenken, dass wenn man zum Beispiel eine Unterwäsche hat, die reflektiert und die Strahlung oben eindringt, durch den Körper zum Beispiel auch, dann hat man was gebaut? Eine Mikrowelle. Denn die Mikrowelle funktioniert so, dass man einen Strahlenkäfig hat und da drin ist ein Strahlenerzeuger und dann werden die Strahlen hin und her reflektiert und dann werden die Wassermoleküle in Schwingung gebracht und dann kocht das Essen und das Essen ist warm. Was ich jetzt mal unter Abschirmung laufen lasse, sind auch diese Produkte, die es im Internet gibt, ich fasse es jetzt mal unter Harmonisierungschips zusammen. Für die es nicht kennen, was ist das? Das ist ein Chip, wo angepriesen wird, dass manche sind ganz verrückt, sagen so, elektromagnetische Strahlung verschwindet einfach, die geht in ein anderes Universum über. Andere sagen dann, ja, wir arbeiten mit Informationen und die Informationen sorgen dafür, dass elektromagnetische Strahlung dir nichts abhaben kann. Wenn wir da ganz kurz drauf eingehen, wenn so ein Chip Informationen zur Verfügung stellen sollte, kann es ja nur sein, dass diese Information irgendwo aufgenommen werden muss. Ja? Also die kann ja nicht ein bisschen Information, kann ja nicht massive elektromagnetische Strahlung neutralisieren. Das heißt quasi, diese Information wird dann im Gehirn verarbeitet. Und diese Information, die im Gehirn da ist, gibt quasi dem Gehirn die Möglichkeit, anders den Körper zu steuern, zum Beispiel Körperprozesse anders zu definieren, um quasi besser mit der elektromagnetischen Strahlung überzugehen. Aber ganz klar, wenn es nur Information ist, heißt es auch, dass das Gehirn die adaptieren kann. Und das ist auch das, was viele Nutzer von solchen Chips berichten, dass sie am Anfang irgendeinen Effekt spüren und dann nach mehreren Wochen ist er einfach nicht mehr da. Deswegen das viel spannendere Thema und das, worum es eigentlich geht beim Strahlenschutz, ist der Strahlenschutz, der schon immer da war und der natürlichste ist. Und das ist der Strahlenschutz, der durch die kohärente Wasserstruktur entsteht. Kohärente Wasserstruktur ist für manche vielleicht ein neuer Begriff. Details dazu klären wir morgen nochmal. Aber das Spannende bei der kohärenten Wasserstruktur für den elektromagnetischen Strahlenschutz ist dass Wasser, das in den kohärenten Zustand übergeht, 13% seiner Elektronen auslagert als eigenen Elektronenmantel, als eigenen Elektronenschutzschild. Also wir reden hier nicht über irgendwelche Informationen, sondern wir reden darum wirklich, dass Wassermoleküle Elektronen auslagern. Kennt man aus der Physik, Faradayischer Käfig. Das heißt quasi, man baut wie einen Strahlenschutzkäfig auf. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Zelle, die 62% ummantelt ist mit einer kohärenten Struktur auf der mittleren Schicht, lagert auch hier 13% seiner Elektronen aus, also das Wasser lagert 13% seiner Elektronen aus, sodass die Zelle ummantelt ist mit einem eigenen Elektronenmantel. Das heißt, die Zelle und die darin enthaltene DNA ist vor elektromagnetischer Strahlung geschützt. Und das ist das, womit wir seit Jahrtausenden auf diesem Planeten überleben. Denn elektromagnetische Strahlung gibt es schon immer. Und elektromagnetische Strahlung ist alles. Also das heißt quasi Licht, Hautkrebs, ja, Sonneneinstrahlung ist elektromagnetische Strahlung. Weltraumstrahlung ist elektromagnetische Strahlung. Radioaktive Strahlung
die auch überall in der Natur vorkommt, ist elektromagnetische Strahlung. Und unser Körper kann sich schon immer dagegen schützen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht das Beste und das Einfachste, wenn man diesen vorhandenen Strahlenschutz, den der Körper eh schon hat, maximiert. Und das geht dadurch, dass man die kohärenten Strukturen im Körper ausbaut. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man quasi strukturbrechende Ionen meidet. Also, das tut ihr schon, denn ihr habt schon Kapitel 1 Entgiftung durchgeführt. Das heißt, Giftstoffe, Schwermetalle sind strukturbrechende Ionen und strukturbrechende Ionen legen kohärente Wasserstrukturen auseinander. Und der zweite Punkt ist quasi, man fördert den Bau von kohärenten Wasserstrukturen aktiv. Und das ist das Thema, was mich seit Jahren begeistert und wo ich die letzte Zeit sehr viel Forschung reingesteckt habe, sodass die Gitterlegierung, der Gitterchip entstanden ist und quasi so mit meinem Baby, der G1, ins Leben gerufen wurde. Der G1 hat ein statisches Feld und in diesem statischen Feld, wenn man tiefer reingeht, werden quasi Photonen kohärentisiert in dem Gitterchip über den atomaren Abstand, der davor herrscht. Und somit hat man eine kohärente Strahlung, die aus dem Gitterchip rausgeht. Und diese kohärente Strahlung versetzt Wassermoleküle in Phasenkohärenz, sodass sich eine kohärente Struktur bilden kann. Und so viel heute zum Thema kohärente Strukturen. Morgen geht es nochmal viel tiefer rein zum Thema kohärente Wasserstrukturen, denn der Elektronenschutz ist nur ein positiver Effekt, was die kohärente Struktur im Körper mit sich bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.